Stefan Spenling, ich bin eigentlich studierter Physiker. Ich habe mich aber vor 20 Jahren dazu entschieden, die Lehre aufzugeben und stattdessen in die Kreativagentur Archimedes Exhibitions einzusteigen und bin heute Managing Partner. Archimedes ist eine Agentur für Kommunikation im Raum. Das bedeutet, wir machen Ausstellungen, Installationen und Apps für Partner auf der ganzen Welt. In erster Linie sind das Wissenschaftsmuseen und Organisationen, aber auch Wirtschaftskunden wie Porsche, Daimler oder Novartis. Und das machen wir schon seit über 25 Jahren. Eins unserer Alleinstellungsmerkmale ist, dass wir ein sogenannter One-Stop-Shop sind. Wir machen tatsächlich alles von der ersten Konzeptionsidee über das Design, Konstruktion, Produktion und Installation. Das können wir auf über 1000 Quadratmeter Werkstattfläche in Berlin machen. Wir haben ein fantastisches interdisziplinäres Team von 50 Mitarbeitern. Ich glaube, das ist wirklich was ganz Besonderes. Ich kenne kein Unternehmen, was hier in Berlin-Prenzlauer Berg noch wirklich produziert. Das macht wirklich Spaß. Wir sind stolz darauf, dass wir das hier machen. Das kann ich so nicht sagen. Ich bin super happy, dass wir grundsätzlich partnerschaftlich mit allen unseren Kunden zusammenarbeiten. Wir beginnen beispielsweise jedes Projekt mit einem Workshop, um Zielgruppen rauszufinden und Kernbotschaften zu schärfen. Das geht am besten in Co-Kreationsprozessen. Dadurch, dass wir auch Mockups und Prototyping anbieten, können wir unsere Partner jederzeit in den Produktionsprozess einbinden, sodass die Kunden bis zum Schluss auf das Ergebnis Einfluss nehmen können. Für uns als Ausstellungsagentur war die Pandemie in den letzten 2 Jahren natürlich ein wirklicher Dealbreaker. Das muss man sich ja mal vorstellen. Wir leben vom Besuchererlebnis und plötzlich durfte es nirgendwo mehr Besucher geben. Alles zu, nichts mehr, gar nichts. Das war schon sehr hart und wir haben oft darüber nachgedacht, aufzuhören und uns neue Geschäftsfelder zu erschließen. Glücklicherweise sind die Aufträge in diesem Jahr wieder etwas angezogen und ich bin wirklich positiv optimistisch, dass es in diesem Jahr nicht noch mehr Lockdowns geben wird. Das wäre für unsere Branche wirklich ein echter Albtraum. Also ich bin persönlich sehr stolz auf unsere Arbeiten in China, auch wenn wir natürlich in anderen Regionen und auch hier in Europa tolle Projekte realisiert haben. Wir haben bereits 2001 die erste Ausstellung nach China gebracht, den Max-Planck-Science-Tunnel, und mit dem waren wir damals in Shanghai und in Peking. Direkt zu Beginn der 2000er haben wir dann auch angefangen, unser Business Development in China weiterzumachen und haben da Vorträge gehalten, Akquise gemacht, Kooperationspartner gesucht und Partner vor Ort besucht, um die kulturellen und sprachlichen Schwierigkeiten zu überwinden. Und 10 Jahre später durften wir dann unsere erste richtige Ausstellung im chinesischen Wissenschaftsmuseum, dem Liaoning Science and Technology Museum, designen. Wir haben die Exploration and Discovery Gallery, die fast 5000 Quadratmeter umfasst, gestaltet. Ich glaube, man kann sagen, dass der Gestaltungsansatz, den wir damals gewählt haben, bis heute Strahlkraft hat. Und besonders freue ich mich über den letzten gewonnenen Pitch vor einigen Wochen im Sommer 2022. Wir haben den Designauftrag für eine der wichtigsten Galerien für das größte Wissenschaftsmuseum der Welt gewonnen, das Guangdong Science Center. Das Museum hat 137.000 Quadratmeter Fläche und es ist wirklich gigantisch. Und für uns ist das sicherlich eines der wichtigsten Projekte in der Unternehmensgeschichte. Wir machen nun erstmal das Preliminary Design, also das Konzeptdesign, und danach werden wir mal sehen, was folgt. Wir haben die Arbeiten und die Projekte vom IDZ schon länger verfolgt, bevor wir vor einigen Jahren da Mitglied geworden sind. Ich glaube, die Ausrichtung und der Ansatz des IDZ, also internationales Design, passt zu uns, denn das ist genau das, wofür wir stehen, internationales Design. Wir haben über das IDZ auch schon Einblicke in neue Netzwerke in Polen und China bekommen, die wir vorher so noch nicht hatten. Das ist wirklich toll. Ich spreche nicht nur für mich, sondern auch für meine Kolleginnen, wenn ich sage, wir arbeiten einfach sehr, sehr gerne mit dem IDZ zusammen. Das ist immer wieder inspirierend, das sind klasse Projekte, das sind super Menschen, die da arbeiten. Das macht wirklich Spaß. Und apropos, wann machen wir eigentlich das nächste Projekt zusammen? Also was mich zurzeit gerade richtig inspiriert, ist das Systems Design. Das ist das ganzheitliche Denken von Produkten innerhalb des
des Produktlebenszyklus. Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir eine neue Sprache, eine gemeinsame Sprache brauchen unter den Designern und den Gestaltern, um über die Wissensdomäne Grenzen Sicherheiten zu schaffen, so dass der eine das eine designt, das abgeben kann an jemand anders, der es dann durchkonstruiert und produziert. Das ist gerade in so einem Umfeld, in dem wir uns befinden, wo es halt nicht nur um digitale Artefakte geht, sondern um das wirkliche Produzieren von Hardware, meiner Ansicht nach extrem wichtig, dass wir lernen, das zu beschreiben, was wir nachher auch als Produkt hinten rausgeben wollen. Und dafür muss halt der komplette Prozess bei uns neu gedacht werden. Gerade vor dem Hintergrund von New Work wollen wir eigentlich bei gleichen Rahmenbedingungen es schaffen, bessere Produkte effektiver abzuarbeiten und sozusagen das Rauschen und den Stress irgendwie rauszunehmen, sodass die Leute immer noch hier eine tolle Arbeitsatmosphäre haben und wir aber wirklich hochqualitative Produkte hier produzieren. Das ist das, was mich wirklich inspiriert gerade, und eins der Bücher, was ich gerade wirklich empfehle, ist dieses Buch. Das ist wirklich gut dazu da, um mit Designern Komplexität von Produkten zu erschließen, in einem Workshop-Format zu erarbeiten und sich dann um die wirklichen Probleme zu kümmern und eben nicht um die Probleme, von denen wir denken, dass es die Probleme sind.